Wenn ihr an die Niederlande denkt, was kommt euch als erstes in den Kopf? New Kids? Käseliebhaber? Weed-Touris? Oder Wohnwagen-Partyvolk? Vielleicht sogar die Szene, in der Rudi Völler ans Haar gespuckt wird? Ja. Wir in Deutschland haben ein sehr spezielles Bild von unserem Nachbarland. Meistens irgendwo zwischen witzig, Das ist Theo von Alge! schräg Gabber is mijn leven. Het is gewoon toffe muziek. En het is gewoon alles. und ein bisschen peinlich. Aus! Aber wisst ihr was? Die Niederlande sind so viel mehr. Und ich will euch heute zeigen, warum dieses Land absolut underrated ist. Und warum ich eine kleine Liebeserklärung loswerden muss. Genauso wie ihr erstmal ein Abonnement auf meinem Kanal loswerden müsst, wenn ihr noch mehr Videos wollt, die ihr beim Essen schauen könnt. Mein erster Urlaub als Kind und noch viele weitere gingen natürlich in die Niederlande. Tolle Spielmöglichkeiten, entspannte Campingplätze und behütete Bungalowanlagen. Für meine Eltern einfach stressfrei. Ich wusste als kleiner Stöpsel noch nicht so viel über das Land, aber eins habe ich gespürt. Hier ist alles irgendwie. Easy peasy lemon squeezy. Und trotzdem, wenn man in Deutschland über die Niederlande spricht, dann oft in Form von Klischees. Kiffer, Partycamper mit Wohnwagen oder Dauertrunken am Königstag. Diese Bilder prägen unser Denken, oft durch Filme oder Nachrichtenberichte oder Werbung geprägt. Da wäre zum Beispiel eines der berühmtesten Werbefiguren meiner Kindheit, die gute Frau Antje. Frau Antje bringt Käse aus Holland. Blond, Käse, Holzklocks, mehr Klischee geht einfach nicht. Oder denken wir zurück an Frank Rijkaard, der deutschen Fußballikone Rudi Völler bei der WM 1990 in die Lockenpracht spuckte. An dieser Stelle möchte ich mich aufrichtig für meine schlechte Aussprache entschuldigen. Also, falls hier irgendwelche Niederländer zugucken oder zuhören. Sorry. Extreme bleiben in unseren Köpfen hängen und werden über die Zeit gerne für Provokation und Aufmerksamkeit genutzt. Sei es bei den New Kids-Filmen, die einen großen kommerziellen Erfolg in Deutschland feierten, oder den Flodders, die, als ich klein war, gefühlt ständig im TV liefen. Selbst namhafte Journalisten wie Erich Wiedemann vom Spiegel oder Arte in ihrer Doku-Reihe über Stereotype wiederholen und festigen diese unvorteilhaften Bilder immerfort. Sitzt ganz Holland bekifft im Wohnwagen? Und natürlich Ecstasy, Weed und Amsterdam als Sündenpfuhl. Die niederländische Toleranzpolitik bei Abtreibung, Sterbehilfe oder Cannabis werden medial oft verkürzt dargestellt. Als linksliberales Drogenparadies. Ohne Kontext und Nuance. Aber verdient dieses Land das wirklich? Ich sage nein. Und es wird Zeit, das Bild gerade zu rücken. Klar, es gibt auch positive Klischees. Viele Niederländer haben es bei uns, insbesondere in den 90er und 2000ern, zum TV-Star geschafft. Rudi Carrell, Marijke Amado, Sylvie Mais oder Linda de Mol. Mit Charme, Herzlichkeit und dem ganz speziellen Akzent dominierten sie viele Jahre die deutsche Fernsehlandschaft. Und sie haben eine ganze Generation geprägt. Selbst heute noch fallen Entertainer wie Knossi regelmäßig in den niederländisch-deutschen Akzent, wenn sie einen Showmaster mieten. Bevor irgendeiner beurteilt, ich wollte es nicht im holländischen Dialekt machen. Aber als ich vor dem Regisseur das einmal so angeboten habe, wollte Quentin Tarantino nichts mehr anderes. Herzlich willkommen, hier sind Trimax und Ronny Berger. Ich weiß noch, wie ich als kleines Mädchen völlig verzaubert vom Outfitwechsel und den Auftritten in der Mini-Playback-Show war. Was bei mir Jahre später tatsächlich dazu geführt hat, dass ich als Daniel Kühlbeck bei einem Wettbewerbauftrag gewann. Viele unterschätzen, wie bedeutend die Niederlande in der Geschichte Europas waren und wie viel unsichtbarer Einfluss noch heute da ist. Im 17. Jahrhundert war das Land ein Global Player. Die niederländische Ostindien-Kompanie war das erste große multinationale Unternehmen der Welt. The East India Trading Company has need of your services. Amsterdam war ein Zentrum des Welthandels, des Bankenwesens, der Kunst, Namen wie Rembrandt, Vermeer, Spinoza oder Erasmus. Alles Holland. Im Hintergrund eine Kolonialgeschichte, die genauso kritisch betrachtet werden muss wie die anderer Kolonialmächte. Aber Fakt ist, ohne die Niederlande kein modernes Europa, so wie wir es heute kennen. Insbesondere im besagten 17. Jahrhundert, der Dutch Era, waren die Niederlande das Labor des Kapitalismus und entwickelten Institutionen und Techniken wie etwa Aktiengesellschaften, Börsenhandel und bargeldlosen Zahlungsverkehr. Etwa 700 meisterhafte Maler fertigten zu dieser Zeit Millionen von klassischen Kunstwerken, weshalb man heute in so ziemlich jedem Kunstmuseum Niederländer vertreten sieht. Und tatsächlich verewigen sich manche Niederländer immer noch weltweit, wie es in der Netflix-Doku Der Mann mit 1000 Kindern aufgearbeitet wurde. Bombastic Side-Eye. Aber ich schweife vom Thema ab. Als junger Erwachsener hat mich Amsterdam gekriegt. Großstadt, Nachtleben, Freiheit und nur ein paar Stunden von zu Hause entfernt.
Die Stadt hat alles, was man sich als flügge werdender junger Mensch nur wünschen kann. Ob man das erste Mal die leicht bekleideten Damen in den Schaufenstern des Rotlichtviertels sieht, sich an den allgegenwärtigen Geruch der Coffeeshops gewöhnt oder einfach die vielen pittoresken Stadtansichten genießt. Als Hauptstadt des Landes mit ca. 1 Million Einwohnern ist Amsterdam eines der Traumreiseziele. Onkel Monte hat sich eine Wohnung gezogen und zwar in Amsterdam, Digga. Was in den vergangenen Jahren nicht nur schöne Seiten mit sich bringt. Übertourismus und Gentrifizierung treffen die Stadt ebenso hart wie beispielsweise Barcelona oder London. Leave me alone! Umso älter ich werde, umso mehr schätze ich andere Seiten des flachsten Landes der EU. Niederländer sind glücklicher. Zumindest sagt das der World Happiness Report der vergangenen Jahre. Während unsere Nachbarn Platz 5 belegen, kommen wir in Deutschland gerade mal auf Platz 22 im Ranking. Wir schneiden besser bei der PISA-Studie ab, haben ein leichtes Wirtschaftswachstum. Es wird einfach viel mehr gelächelt, jeder Radfahrer grüßt sich beim Vorbeifahren und Jugendliche tragen einem noch das Basecap hinterher, wenn es einem vom Kopf geweht wird. True Story an der Stelle. Beruht diese Geschichte auf einer wahren Begebenheit? Ja. Auch niederländische Kinder sind glücklicher. Sie werden regelmäßig von UNICEF als die glücklichsten Kinder der Welt bezeichnet. Teilzeit ist hier Normalität für Männer und Frauen. Und das ist nicht nur ein Nice-to-have, sondern macht sich spürbar im Alltag bemerkbar. Spielplätze gibt es überall und außerdem werden Familien unterstützt, beispielsweise finanziell oder auch durch eine Wochenbettschwester nach der Geburt. Kinder sind einfach Teil des Lebens. Dat evenementen zijn die terug zullen kunnen doen. Ein Radwegenetz, von dem Deutschland nur träumen kann. 37.000 Kilometer Fahrradfahrerhimmel. 36% der Bevölkerung geben das Fahrrad als ihr häufigstes Verkehrsmittel an einem typischen Tag an. Das wundert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Radwege, Radfahrstreifen, geschützte Kreuzungen, die dann auch noch kürzer und direkter sind als die Autorouten. Auch zwischen den Städten und Dörfern ist es kein Problem, mit dem Fahrrad von A nach B zu kommen. Und mit dem einheitlichen Fietsknötpunt-System findet man sich auch zurecht, wenn das Handy-Navi mal aussteigt. Radfahren ist ein Symbol niederländischer. Und gesund ist es auch noch. Die Niederländer haben wegen des Radfahrens eine um etwa ein halbes Jahr längere Lebenserwartung. Das entspricht etwas mehr als 3% des niederländischen Bruttoinlandsprodukts. Jeder spricht hier Englisch. Und ich meine wirklich jeder. Vater, Mutter, Kinder, Oma, Katze, einfach alle. Viele sogar Deutsch. Und das kommt nicht von ungefähr. Zum einen blickt das Land, wie bereits erwähnt, auf eine lange und globale Handelstradition zurück. Hinzu kommt, dass die eigene Sprache nicht genug Sprechende hat, als dass sich das Synchronisieren von Filmen und Shows lohnen würde. Somit kommen schon die Kleinsten ständig mit Englisch in Berührung. Dass Englisch, Niederländisch und Deutsch auch noch eng miteinander verwandt sind, gibt einen weiteren Heimvorteil. Angeblich verstehen Niederländer intuitiv vieles im Englischen, so wie wir Deutschen oft das Gefühl haben, das Niederländische einigermaßen lesen und verstehen zu können. Nice. Wenn ihr glaubt, dass Amsterdam ein Alleinstellungsmerkmal in Bezug auf malerische Ansichten und Grachtenromantik hätte, dann täuscht ihr euch gewaltig. Insbesondere die klassizistischen und neogotischen Stadtkerne haben es mir persönlich angetan. Aber auch die schnuckligen Bauernhäuser und Höfe, die übersichtlichen Reihenhäuser und die großen Familienhäuser oder aber die architektonisch interessanten Gebäude der Amsterdamer Schule bieten dem Auge ein harmonisches und dadurch satisfying as fuck Bild. Denn eines haben die meisten gemeinsam. Backstein! Wo man noch hinblickt, er ist überall. Mal heller, mal dunkler, mal komplett oder nur in Teilen, aber immer verbindend und befriedigend für den inneren Monk. Es ist diese Kombination aus Design, Ordnung, Radwegen, Sauberkeit und entspannter Atmosphäre. Orte wirken, als hätte man sie für Menschen gebaut und nicht für Autos. Last but not least, Pannekuchen mit Schokomel sind einfach Leben. Ich habe ein Faible für fremde Supermärkte. Orte wie Albert Heijn und Jumbo machen es einem da nicht schwer. Aber auch die zahlreichen kleinen Restaurants oder Pannekuchenhouses geben einem viel Gelegenheit, die Spezialitäten zu entdecken. Ruhe, Sauberkeit, Herzlichkeit. Und wie ich mit dem Fahrrad stundenlang durch Wälder und an Kanälen entlangfahren kann, ohne Angst zu haben, von Manfred mit 10 cm Abstand auf der Landstraße bei 110 km/h überholt zu werden. Die Niederlande sind für mich gewachsen. Genau wie ich. Und wenn du meinen Kanal mit einem Abo wachsen lassen willst, nachdem du dir das Video bis hierher angeschaut hast, freut mich das umso mehr. Wir Deutschen haben ein ziemlich einseitiges Bild von unseren Nachbarn. Aber hinter den Witzen, den Trashfilmen und den Beat-Klischees steckt ein Land voller Vielfalt, Freiheit und Herzlichkeit. Ein Land, das viel mehr Liebe verdient. Besonders abseits von Amsterdam. Klischees hinterfragen, mehr Tiefe sehen. Macht euch einfach selbst ein Bild vom flachsten Land auf dem alten Kontinent. Die Niederlande sind nicht perfekt, aber sie sind mutig, freundlich, kreativ und in vieler Hinsicht ein Vorbild. Also, wie isst du deine Pannekuchen am liebsten? Und was denkst du, wie viel Schokomel muss ich trinken, um als laktoseintoleranter Mensch auf den Mond fliegen zu können? Schreibt's mir in die Kommentare, lasst ein Like da und teilt das Video mit jemandem,
der noch denkt, dass Holland nur aus Wheatkäse und Wohnwagen besteht. Bis zum nächsten Video, People.